das Elektrostahlwerk der Saarschmiede in Völkling. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Wellen für Generatoren und Turbinen. Die letzten Vorbereitungen vor dem Abstich. Der flüssige Stahl im Elektroschmelzofen ist jetzt über 1700 Grad Celsius heiß. Tonnenweise schießt die glühende Masse in die Pfanne. Die genaue Mischung ist Betriebsgeheimnis. Aus der Pfanne fließt der kochende Stahl in die Gussform. Nach dem Abkühlen wandert der Rohling in den sogenannten Herdwagenofen. Diese gigantischen Öfen verbrauchen am Tag so viel Heizgas wie eine Kleinstadt. Rutscht solch ein glühender Brocken aus den Greifern des Krans, entsteht in der Halle ein Millionenschaden. Dementsprechend vorsichtig arbeitet der Kranführer. Das Werk in Völklingen hat die modernste Freiformschmiede der Welt. Die Backen des Greifers und die Kette des Krans können Werkstücke bis zu 165 Tonnen Gewicht bewegen. Abgeschottet von Hitze und Lärm sitzen im Steuerhaus Steuermann und Kranführer. Das ist der Schmiedeplan für die große Generatorenwelle. Über eine ganze Woche zieht sich der Arbeitsgang. Zunächst formt die Presse einen Zapfen, an dem sich der Rohling besser packen lässt. Sorgsam ausbalanciert dreht der Kettenkran den glühenden Koloss. Der Schmied steuert den sogenannten Manipulator per Joystick. Eine riesige Kette hilft beim Drehen und Bewegen. Erster Arbeitsgang, Recken. Die Presse schmiedet den Rohling in die Länge. Beim normalen Schmiedebetrieb fahren wir in der höchsten Stufe mit 7.500 Tonnen. Und dabei kann man natürlich schon das Maß bis auf 2 mm genau ansteuern. Unter dem langsamen Druck springt die Schlacke vom glühenden Block. Mit Pressluft bläst der Arbeiter die Reste vom sogenannten Schmiedesattel. Durch das Pressen verdichtet sich die innere Struktur des Stahls, vergleichbar mit dem Kneten eines Teigs. Das Werkstück darf nicht zu lang werden, deshalb misst das Schmiedeteam immer nach. Der Block ist zwischen unsere Sattelbahnen aus und werden hiermit unser Werkstück formen. Schmieden und erhitzen. Dieser Vorgang wiederholt sich mehrmals. Das verdichtet den Stahl und ist entscheidend für die Qualität der Generatorenwelle. Einen halben Tag hat der Stahl im Ofen geruht. Der Kran holt jetzt das tonnenschwere Werkstück vom Herdwagen. Der nächste Arbeitsgang steht bevor, das sogenannte Stauchen. Diesmal stellt der Kranführer den Block senkrecht. Zentimeterweise drückt die Presse das glühende Metall zusammen. Der Block ist jetzt in sich verdichtet und wird wieder in die Horizontale gelegt. Währenddessen richtet das Schmiedeteam die Werkzeuge für das zweite Recken ein.
Tausende Tonnen pressen das glühende Werkstück in die gewünschte Form. Jetzt kommt die Produktion in die entscheidende Phase. Der Kettenkran muss den glühenden Koloss sichern und stützen. Schmied und Kranführer sind ein gut eingespieltes Team. In vielen Fällen reicht der Manipulator nicht aus. Dann muss man sich den Schmiedekran zur Hilfe nehmen, weil die Werkstücke einfach in der Länge zu lang werden und der Schmiedekran vorn dazu dient, die Werkstücke gerade zu halten, da sonst das Werkstück abknicken kann. Nächster Schritt. Der Arbeiter schmilzt mit Sauerstoff die Risse im Stahl aus. Doch das Werkstück ist noch nicht fertig. An den Enden sitzt sogenannter Kopf- und Fußschrott. Der muss weg. Die Reststücke wandern wieder in den Schmelzofen. Die Welle selbst bekommt noch einmal Hitze. Dann der entscheidende Arbeitsgang, das Härten im Wasserbad. Die 13 Meter lange und über 80 Tonnen schwere Welle muss in ein riesiges Becken. Pieces of used iron recovered from demolished buildings and old cars, as well as bits of new iron left over from the manufacture of iron products. Forge workers maneuver a gigantic magnet to lift almost 6 tons of scrap at a time, until they filled a 28-ton scrap bucket. The bucket empties 2 such loads into a fiery furnace, whose temperature peaks at 3,000 degrees Fahrenheit. This is called an electric arc furnace because the heat is created by a strong electric current running in an arc between 3 electrodes. There are about 20 main grades and 100 subgrades of steel. They're produced by adding specific metals or non-metallic chemical elements such as aluminum, nickel, chromium, vanadium, manganese, carbon, and molybdenum. They also add the mineral fluorite to help fuse the metals, some of which are in the form of blocks called ingots. Throughout the 3.5-hour meltdown, they test and adjust the chemical composition. They try to attain the lowest hydrogen, oxygen, nitrogen, and sulfur levels, the key to producing strong, high-quality steel. Then they pour the sizzling molten metal into a 50-ton ladle that's lined with heat-resistant brick. They add aluminum and lime to chemically counteract oxidation, rusting caused by air exposure. Now they cast an ingot, a block of steel that they'll shape into a forging. The molten metal flows out the bottom of the ladle into a mold below. This bottom pouring, as it's called, makes for a smoother casting because liquid flowing downward doesn't swirl around as much as liquid poured sideways. This forge can cast ingots weighing up to 46 tons. After several hours, the ingot solidifies, and they turn the mold upside down to extract it. Then, over 12 hours, they reheat the ingot to 2200 degrees Fahrenheit. This makes it soft enough to hammer or press into shape. To make large forgings, they use a machine called a forging press, mounted inside a forming die or a pair of dies, depending on the technique they're using. The press applies thousands of tons of pressure, crushing the ingot and forcing it against the die. The steel is quickly oxidizing with all this air exposure. They use a high-pressure water gun to remove the scales of rust. An ingot often passes through a die several times or through a series of dies arranged in sequence.
Each pressing forms the metal bit by bit into the final shape. Metal is composed of microscopic crystals. Squeezing it in a press bends these crystals, destabilizing the metal structure. But reheating the metal creates new crystals to replace the deformed ones. This restabilizes the structure, and because the new crystals are smaller, makes the metal stronger than before. That's why finished forgings require heat treatment in what's called an annealing furnace. They heat for a day or two depending on the grade of steel. Then they soak in a water and chemical bath for about 5 hours. This strengthens the steel even more. Finally, workers mount the steel forgings on lathes and milling machines. They remove the rust scales that form during heat treatment, then precision machine the forgings into what the client ordered. Usually industrial parts such as rotors, spindles, and shafts. Many factories prefer to buy forgings in the shape of blocks or bars and machine the parts themselves.
Once more. The spring steel wire is heated to almost 1000 degrees Celsius in a walking beam gas furnace before being coiled on a CNC computer-controlled coiling machine. Hot coiling produces consistent results in the finished spring. After coiling, the spring is transferred to a quenching tank, which hardens the spring for strength. The oil in the quenching tank is circulated and cooled to prevent hot spots forming on the surface of the coil as it quenches. From the quenching tank, the coil travels by conveyor chain into the tempering furnace, where it's tempered at over 400 degrees Celsius for approximately 20 minutes. The tempering process reduces brittleness and improves elasticity. After tempering, if the design requires it, the coil ends are ground flat on an automated grinding machine. From here, the coils are placed in a shot peener, where they are bombarded at high speed with hardened steel shot. The shot peening stress relieves the surface of the wire.